Lasst uns Ascheglasuren mixen. Mal schauen, ob wir sie heute etwas weißer bekommen. Wir starten mit der Holzasche vom Osterfeuer aus dem letzten Video. Und für das Rezept, was ich mir heute ausgedacht habe, brauchen wir noch Kaolin. Wir brauchen Nephelin-Syenit und zum Weißfärben Zirkonsilikat. Kommen wir zuerst mal zum Grundversatz. Ich liebe ganz einfache Glasuren. Ich brenne mit 1280 Grad und ich möchte gerne Holzasche mit einem anderen Stoff 1:1 mischen. Es gibt eigentlich nur 3 Stoffe, die ich kenne, wo das funktioniert. Wir nehmen heute Nephelin-Syenit. Man könnte das auch mit Petalit machen, aber das ist unbezahlbar teuer geworden, weil Lithium und ansonsten Kalifeldspat. Aber wir nehmen heute diese Variante und wir machen etwas Ton dran in Form von Kaolin, 5%, also eine Handvoll, damit sich die Glasur nicht so absetzt und wir etwas Aluminiumoxid auch hinzufügen. Wenn ihr nicht ganz so hoch brennt, sagen wir mal so 1240 Grad, dann kann das auch gehen, aber ihr müsst es probieren. Ich würde dann das Rezept so umstellen, dass ich etwas Asche wegnehme und dafür Nephelin-Syenit mehr hinzufüge. Also so 90:110. Und auch hier 5% Ton oder Kaolin dazu. Das entspricht, wenn wir das jetzt in Gramm machen, 100 sind das dann eben 10 Gramm sind 5%. So mixen wir. Zuerst mache ich Wasser in den Becher. Wir fangen mal mit 200 Gramm an, weil wir auch 200 Gramm Rohstoffe dazu machen. Wir fangen aber mit dem Kaolin an, denn dadurch, dass ich Asche nehme, möchte ich die ganze Glasur nicht nochmal durch ein Sieb durchlassen, um die groben Ascheteile drin zu lassen. Und das Kaolin könnte verklumpen, wenn ich es zum Schluss reinmache. Wenn ich das aber zum Anfang reinmache mit sehr viel Wasser und sich das von allein auflöst, dann kann ich sicher gehen, dass ich dann später in der Glasur keinen Klumpen habe. Ich mische also wie gesagt diese Grundglasur an. Das mache ich jetzt zweimal. Ich habe nämlich vor, eine Probe mit 5% und eine Probe mit 15% Zirkonsilikat zu machen. Das rechne ich hier schnell aus, wie viel es ist. Wenn 5% 10 Gramm sind eben 15% entsprechend 30. Das heißt, in den ersten Becher kommen 10 Gramm Zirkonsilikat und in den zweiten kommen 30 Gramm. Am Ende werde ich beide Becher mixen, um noch die Probe mit 10% zu erhalten. Zirkonsilikat ist von daher ganz gut. Das ist nicht zu teuer zum Weißfärben. Es ist aus Australien, glaube ich, und wirtschaftlich nicht so entscheidend wie jetzt zum Beispiel Petalit, was von heute auf morgen einen riesigen Preissprung gemacht hat. Und deswegen ist es eigentlich unbedenklich. Klar, es ist gemeines Mineral, aber es hat höchstens Transportkosten, ist aber durchaus noch bezahlbar,
Je nachdem, ich kaufe immer ab 10 Kilo und dann ist man eigentlich recht günstig dabei. So, jetzt habe ich die 2 fertig und mache eigentlich die Konsistenz. Ja, ich gebe zu, das ist mit Erfahrung nach Gefühl. Werde gleich 2 Schalen, die ich jetzt schnell hole, damit ausgießen. So, erstmal beiseite legen. Einfach einmachen und bis zum Rand. Und dann gießen wir das einfach aus. Das war die 5% Variante. Hier haben wir jetzt die 15% Variante. Ich mache es eigentlich immer gern ordentlich, denn diese Stücken möchte ich am Ende gar nicht, wenn es was wird, wegschmeißen. Ich ritze vorher nochmal an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stark die Glasur ist. Habe inzwischen noch die 3. Variante gemacht und zeige euch mal, was ich jetzt mit den Schalen mache. Ich tauche sie so in eine grüne Glasur, denn mich interessiert auch, wie die neue Glasur oben am Rand mit einer farbigen Glasur reagiert. Wie weit läuft die farbige Glasur dann später in die neue Glasur hinein? Und da es Ascheglasur ist, ist sie ohnehin nur für innen vorgesehen. Am Ende mache ich mir noch unten Markierung, dass ich weiß, was welche Probe ist. Kommen wir zur Auswertung nach dem Brennen. Probe 1 mit 5% Zirkonsilikat ist eigentlich wie eine pure Ascheglasur. Ich sehe wenig Unterschiede. Ist schön, aber läuft scheinbar sehr und hat eigentlich alles von einer Ascheglasur. Bei der 10% Probe sieht man jetzt schon eindeutig, dass es heller ist. Die Effekte kommen durch von der Spotmasse. Gefällt mir eigentlich ganz gut für eine Geschirrglasur innen. Da werde ich weiter experimentieren. Und hier noch die 15% Variante. Auch nicht schlecht, aber ein klein wenig wahrscheinlich teurer. Vielleicht kannst du das machen, wenn du es außen mehr willst, weil mehr Zirkonsilikat sorgt dafür, dass es wahrscheinlich nicht so läuft. Hier noch schnell die Berechnung für 1 Kilo, das Rezept und jeweils die Preise. Denkt daran, ich kaufe natürlich Großhandelspreise, große Packungen, aber eine Glasur für 1,75 kann man schon mal machen. Was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das Rezept mal ausprobieren werdet.